So, herzlich willkommen zu meinem neuen Stream. Heute ist der 26. Februar 2021. Mein Name ist Viktor Neiwert, der Daytrader der Zukunft. Und das heutige Thema ist natürlich wie jeder andere, wie ich mache mein Daytrading zu meinem Business. Es ist ein Daytrading Livestream für alle, die sich fürs Daytrading interessieren. Ja, können alle Menschen sich hier versammeln. Das Daytrading, ich trade Gold Future übrigens. Ja, wie das aussieht, meine Charts sieht ja aktuell in meinem Überblick hier. Ja, und das ist wie gesagt vom Trader für Trader gedacht. In meinen Streams erkläre ich auch häufiger mal die Sachen, worum es beim Streaming oder beziehungsweise beim Daytrading ankommt, wie der Trend funktioniert. Ja, das heißt, meine Strategie, meine Einstiege, meine Ausstiege. Das ganze technische Drumherum könnt ihr quasi live in meinem Stream sehen, transparent, mit allem, was dazu gehört. Ja. Und das Beste für euch natürlich als Zuschauer ist es, dass ihr mir über die Schulter zuschauen könnt, ihr könnt mir Fragen stellen und natürlich mit mir eine schöne Zeit hier verbringen im Stream, indem man was lernt, was bekommt und wiedergibt. Ne? So, ich würde mal sagen, das war kurz die Vorstellung, was uns heute erwartet. Oh, es ist sogar der Superdome ist direkt im Stream, ohne dass ich selbst reinmachen muss. Das ist schon mal ein Vorbild. Ein gutes Zeichen, ja, dass heute gut läuft. Wenigstens die technischen Sachen. So. Fangen wir mal mit der Pre-Market-Analyse an. Und als erstes, was wir sehen, ja, wir brauchen eine Bewegung, müssen wir kurz definieren. Der letzte Hoch-Tiefpunkt, das ist der letzte Tief, denke ich mal, für heute. Das war der letzte Hoch. Ja, also auf einer großen Ansicht ist heute ein bisschen schwierigerer Markt. Ja, weil wie gesagt, wir sind in sowas wie einem Seitwärtstrend, aber auf einer ganz größeren Ebene. Und ich denke mal, das ist für uns einerseits schon wichtig, weil wir müssen ja, wohin der Markt geht, auch langfristig, wo kann ich meinen Einstieg oder wie kann ich meine Einstiegssignale planen. Und andererseits natürlich will ich aber auf der kurzfristigen Ebene traden, deswegen behalte ich das erstmal so im Hinterkopf, ja, dass das die letzte Bewegung ist. Davor war der Markt auf jeden Fall short, ja, also wir sind in Abwärtsbewegung. Ja, mehrmals keine. Auch diese Bewegung zum Beispiel kann ich hier auch kurz einzeichnen. Auch diese Bewegung, ja, hat zwar kein neues Tief, übrigens, das ist wichtig für eine Abwärtsbewegung, damit das bestätigt. Aber was man hier zum Beispiel auch hat, ich nehme die hier weg, die Linien, weil die irritieren. So, ich mache lieber das hier. Das ist was, da weiß man die Punkte, die markanten Punkte im Markt, was damit gemeint ist. Ja, und hier haben wir quasi wiederum, hier haben wir kein neues Tief, hier kein neues Tief ebenfalls, kein neues Hoch meine ich, und deswegen ist jetzt, versuchen wir so eine gerade Linie mal zu zeichnen. Das ist von einer Seite und das von der anderen Seite, was uns erwartet. Und ich denke mal, in diesem Bereich hängt jetzt davon ab, auf der kleineren Ebene, übrigens der größere Chart ist der 720er Chart, das ist rechts von mir. Und der linke Chart, das ist der 144er Tick Chart, das ist der kleinere Chart. Und jetzt für mich einfach nur wichtig, moin Marc, grüß dich, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich über jeden Besucher. Ja, das ist eine sehr schön erste Begrüßung direkt, top. So, okay, was haben wir hier noch? Ja, ich bin gerade dabei, Marc, kurze Pre-Markt-Analyse zu machen. Ja, was wir eigentlich brauchen, worum es hier eigentlich ankommt. Weil das ist jetzt auf einem längerfristigen Markt, also auf dem rechten, ja, der größere Markt, den ich sehe, oder der größere Chart. Ist zwar ein Abwärtstrend, aber wir haben auch eine längere Phase, wo es seitwärts geht. Und das ist ein bisschen tricky zu traden.
Weil wir haben so gesehen quasi keine klare Richtung, wo der Markt geht. Sondern wir müssen mehr uns auf den kleineren Chart verlassen. Das ist der linke hier. Ja, wir sehen es gleich, wie es funktioniert. Wenn das hier die Bewegung ist, kann man das auch erkennen. Hier im kleinen Chart. Mal gucken. Das ist die Bewegung. Das ist jetzt aktuell. Ja, und jetzt wäre es, aber das ist ja die Schwierigkeit dabei, das ist ja, was ich meine. Einerseits haben wir kein neues Hoch, andererseits haben wir kein neues Tief. Weil wüsste ich, es ist ein Aufwärtstrend. Ja, weil das ist das, was ich meine. Wir haben zwar so ein Mikro. So, ja. Aber gleichzeitig hat der Markt hier ein neues Tief geschaffen. Und ich weiß nicht, was mehr spricht. Spricht es mehr für Long, also nach oben traden? Oder spricht es mehr für Short, nach unten traden? Weil wir haben in jede Richtung ein Signal so gesehen aktuell. Und jetzt geht es tatsächlich darum, ja, Synchronisation zu finden im Markt und das, was man sieht und das, was man handeln möchte. Ja, wie gesagt, es ist kein einfacher Tag, also sieht für mich nicht einfach aus, weil die Richtung ist einfach unklar. Und wenn es so ist, kann es alles Mögliche sein, ja. Der Markt kann sich in jede mögliche Bewegung oder in jede mögliche Richtung sich entscheiden zu laufen. Aber ich denke mal, wenn ich einfach so mal kurz die letzten angucke, ja, das ist einfach, das sind die letzten Punkte. Hier war das letzte Hoch. Ja, hier war das letzte Tief. Wir haben das Tief nach unten durchbrochen. In der Korrektur hier, ja, hat es noch nicht bestätigt. Gab es kein neues Hoch, das heißt rein theoretisch müsste es abwärts gehen. Andererseits, wir haben hier gerade ein neues Hoch geschaffen und aktuell ist hier kein Tief. Das heißt auf der kleinen Ebene, ja, ist jetzt das hier zu erwarten. Doch die Frage ist, wie groß ist die Bewegung, wenn es dann doch nach oben geht oder ausbricht? Das kann ich da erwarten. So, wir haben jetzt 15:30 Uhr. Ich hoffe mal, dass wir gleich ja, Aufschluss kriegen, wohin sich der Markt bewegt, welche Richtung es geht. Weil für mich ist, wie gesagt, es ist heute nicht so einfach wie die letzten beiden Tage. Weil das Gute ist dabei vielleicht, ne? Und das kann ja vielleicht jetzt heute Vorteil sein, und zwar, dass der größere Markt gar nicht mal so für uns optimal jetzt wichtig ist oder dass wir darauf einfach sehen können, was uns eine bestimmte Art Sicherheit gibt. Ja? Wie das normalerweise der Fall ist, dass der Trend beständiger ist auf der größeren Ansicht, ist klar. Jetzt haben wir diese Sicherheit nicht, aber dafür haben wir einen klaren und stabilen Trend auf der kleineren Ebene. Und deswegen denke ich mal, werde ich versuchen, ja, diese Art zu machen. Ich weiß nicht, ob der Tag heute profitabel war. Ich habe noch nicht getradet. Heute Morgen auch nicht. Ich habe heute Besuch gehabt. Habe ich immer noch. Ja. Ich hoffe, dass der Tag heute profitabel wird. Ja, weil an sich würde ich mich sehr über das Wochenende freuen. War eine anstrengende Woche, muss ich tatsächlich sagen. Glaubt man gar nicht, ja, aber es ist schon ein bisschen anstrengend. Natürlich freue ich mich sehr darüber. Ich habe mich auch heute so ein bisschen darüber unterhalten. Ja, von Freunden und Bekannten, die mich angeschrieben haben, mich angerufen haben und gesagt haben, oh, was geht denn bei mir? Plötzlich sind da Leute bei dir im Stream. Was machst du da?
Ja, war nett zu hören, dass ja jemand registriert hat, dass ich streame. Ja, normalerweise schon, aber heute nicht. Ja, weil heute muss ich tatsächlich sagen, fühle ich mich ein bisschen müde, auch leicht überfordert, deswegen mache ich jetzt den Stream. Auch im Stream versuche ich heute nicht zu übertreiben, weil das ist schon anstrengend. Na, wie gesagt, ne, es wäre einfacher, wenn ich jetzt direkt sehen würde, okay, jetzt könnte es sehr spannend werden. Jetzt hat er hier aktuell ein neues Tief erreicht. Jetzt haben wir die Bestätigung, auf die ich gewartet habe. Und ab jetzt wird es einfacher für uns beim Traden. Weil jetzt so oder so, jetzt hat er aktuell absolut auf einmal Fame, ja. Fame, wenn man das so sagen kann, ja. Wie viele Zuschauer sind aktuell? Weiß das jemand? Kann das jemand sehen? 3, 4, 5? Wo sind wir aktuell? Ja, mein Fame-Status explodiert, ja, da gehen durch die Decke auf einen gerade. Ja, und meine Familie und Bekannte gucken zu, halten den Stream am Leben. Ja. Du lachst, Marc, du lachst. Ja, aber Streaming ist ja sowieso so eine Sache, ne? Solange man sich damit nicht beschäftigt, weiß man eigentlich gar nicht, was auf einem zukommt. 3? Ja, meine ich ja. 3 Zuschauer, das heißt, du bist einer von denen. Oh, Paul, okay, das ist natürlich traurig. Ist nicht da. Wahrscheinlich meine Schwester, mein Schwager, ja, dann haben wir das Team komplett heute. Ja, die den Stream schauen. So, na, jetzt denke ich mal, ist klar, was wir erwarten, was wir vorhaben oder was ich vorhabe. Jetzt ist es offensichtlicher, ja, kein neues Hoch. Neues Tief. Bestätigt neues Tief. Jetzt darf es einfach nur kein neues Hoch sein. Und dann ist mein nächster Trade Short, also Richtung nach unten. Und ja. Paul, hast du dir überlegt, wenn du mit dem Trading jetzt anfangen würden oder werden willst, oder generell, du denkst ja darüber nach, Trader zu werden. Was ist deiner Meinung nach dein nächster Schritt, den du unternehmen musst? Oder was wäre die Schwierigkeit dabei, so, ne? Ja. Ja, wenn es nur Streamen wäre, ja, aber die andere Sache ist, wenn man streamt, ohne sich zum Beispiel auf diesen YouTube-Texte zu konzentrieren, diese Keywords, sondern wenn man einfach das Video macht und ohne etwas sich auszudenken, ja, den Titel, damit die Leute es auch finden, dann wäre es klar, einfach, aber es ist auch ein bisschen zu viel Arbeit so drumherum. Insbesondere wenn man sich nur auf Streamen konzentriert. Schnell denken, nee, das ist zu groß. Das Risiko ist gerade in diesem Moment ein bisschen zu hoch für mich. Das heißt, ich muss abwarten. Entweder, dass die Gelegenheit gleich vorbei ist oder ich kriege einen neuen Einstieg. Weil aktuell, wie gesagt, war das Risiko in dem Moment einzusteigen einfach zu hoch. Ja, jetzt kommt der Markt vielleicht zurück und vielleicht, wer weiß, kriege ich gleich noch meine Gelegenheit. Qualität, Quantität, wie gesagt, ich habe jetzt nichts damit gerechnet, ja. Ich habe ja auch schon heute meine Schwester erzählt, der Grund, warum ich Livestreame, ist nicht, weil ich Livestreamer werden möchte, sondern weil ich mir die Arbeit ersparen wollte, zu traden, alles aufzunehmen, dann nochmal die Videos zu überarbeiten. Ich wollte mir einfach nur diese doppelte Arbeit nicht machen. Ja, deswegen habe ich einfach nur angefangen live zu streamen. Weil damit ich das, wenn ich getradet habe, dann habe ich auch die Aufnahmen gehabt und dann so war alles als Beweis quasi da als Video. Das war mein erster Gedanke, wo es geblieben ist. Ja, und seit ein paar Tagen, wie gesagt, scheint es ein Publikum getroffen zu haben oder Interesse geweckt zu haben beim Publikum. Oder es gibt dafür ein Publikum, was mich überrascht auch. Ja, dass sich nicht nur die Videos, auch tatsächlich der Livestream jemanden anspricht.
Das freut mich natürlich. Ja, aber andererseits, meine Absicht dahinter war einfach nur, keine doppelte Arbeit zu verneinen und jetzt besteht meine Hauptarbeit bei der Streamvorbereitung. Ja, aber es kann auch passieren. Also so schlimm ist es ja auch nicht. Man hat ja auch eigentlich Freude. Besonders wenn der Chat aktiv ist, wenn die Leute sich Fragen stellen, wenn man über ein bestimmtes Thema redet, wenn man der Vergangenheit ein bisschen umschwelgt und natürlich, wenn man so ein klares Ziel vor Augen hat, ja, für mich selber, für die Zuschauer. Deswegen stelle ich auch immer solche Fragen wie zum Beispiel, wie kann ich dir weiterhelfen? Was wäre dein Ziel, wo du denkst, was müsstest du haben, was müsstest du wissen, um den nächstmöglichen Ziel zu erreichen für dich als Trader? Ja, ich glaube, ein bisschen vielleicht sogar zu sehr beeilt. Das könnte, ja, ein gefährlicher Trade. Gefällt mir jetzt so im Nachhinein nicht so. Ja. Weil das könnte jetzt so eine langgezogene Korrektur sein. Weil das ist einfach an den BBs noch nicht klar, weil da hat die noch nicht mal eine Flussrichtung überquert. Ja, und da bin ich schon eingestiegen und deswegen das Ganze gleich hier noch abprallen und dann weitergehen. Oder wenn ich recht habe, dass das wie so ein Flumi, ja, wenn man so ein Gummiband auseinanderzieht und dann loslässt, dass es quasi explosionsartig dagegen schießt und ich, ne, darauf habe ich gehofft, weil wegen dieser Lücke hier. Aber andererseits ist eher das passiert, was ich gerade eben gesehen habe. Der zweite Gedanke, dass es hier am Fluss abprallt und dass es stattdessen weiter nach oben geht, anstatt dass es ruckartig fällt. Ja, und das sieht tatsächlich so aus, ja, und hier wurde ich ausgestoppt. Weil so oder so, wie gesagt, er spricht jetzt, oder ich würde sagen, wir befinden uns auf jeden Fall noch in einem Abwärtstrend. Die Frage ist jetzt aller Fragen natürlich, riskiere ich noch einen Versuch in diesem Markt, in dieser aktuellen Situation Short zu traden, oder hat es mir gereicht, wenn ich einmal ausgestoppt werde, dass, okay, die Chance, die ich hatte, ist jetzt vorbei. Und ich denke mir, bleib dabei. Ich suche mir in einem anderen Markt, also selbst wenn jetzt der Markt das, was ich erwartet habe, das ist die Bewegung, das ist die Korrektur und jetzt hier kommt die anschließende Bewegung. Würde mich nicht überraschen, ja. Weil das passiert mir häufiger. Weil der Trend ist einfach abwärts gerichtet und dass ich hier jetzt, na, hätte ich hier auch passieren können, aber stattdessen müsste der Markt noch so ein bisschen Anlauf nehmen, um da endlich durchzubrechen. Ja, es ist ein Abwärtstrend, ist ja ein klarer Abwärtstrend. Und die Frage jetzt war nicht, wohin der Marktrichtung geht, ja, sondern die Trendrichtung, und das ist einfach, und das ist das, worüber ich mich auch immer ärgere, so beim Traden, weil das berührt mich zum Beispiel persönlich immer, also häufiger als alles andere. Wenn ich eintrade, er stoppt mich aus und dann quasi zu sehen, ja, wie man eigentlich doch recht behalten hat, aber stattdessen kein Geld verdient hat, sondern Geld verloren. Ja, aber wie gesagt, an der Börse kann man auch nicht zu 100% gewinnen. Ich hatte jetzt die letzten beiden Tage, waren sehr gute Tage für mich. Ja, um dann einfach mal zu sehen. Warte, bis jetzt schon 2 Punkte, ja. Ne?
direkt hätten wir jetzt schon das Ziel erreicht. Hätte ich einen Zweitversuch unternommen. Aber das ist einfach normalerweise ja. Aber auch häufiger ist mir auch passiert, dass jetzt in diesem Bereich hätte es vielleicht geklappt, ja. Aber meistens, wenn der erste Trade nicht klappt, dann gibt es einen Grund dafür, warum er nicht klappt, ja. Aber andererseits, er hat hier auch kein neues Hoch erreicht und ist wieder, ja, beim Versuch, neues Hoch zu erreichen, quasi abgeprallt und ist nach unten gegangen. Wie gesagt, es hat gerade angefangen, es sind gerade 12 Minuten um im Markt, ja. Vielleicht finden wir noch eine neue Gelegenheit. Und ich bin da mehr geneigt, eine neue Situation quasi auszuprobieren, als einer verlorenen Situation hinterher zu laufen, ja, weil das ist sowieso, wenn man anfängt, dem Geld hinterher zu laufen, wie gesagt, dann läuft das Geld umso schneller von dir weg. Deswegen, ich habe ja schon gestern erzählt, ja, beim Daytrading, warum ich Daytrading als Business explizit so nehme und das hervorhebe, immer wieder und warum ich das mache, Tag für Tag, diese nur 1 Stunde oder 1,5 Stunden Trading, weil das habe ich schon gestern erzählt, weil in dieser Zeit gibt es mehrere Gelegenheiten, ja, um seine Trades zu machen. Man muss nicht jeder Bewegung hinterherlaufen, aber wie gesagt, die zu Beginn Bewegungen sind meistens profitabel, weil jeder, der meine Streams verfolgt, wird gemerkt haben, dass ich innerhalb von den ersten 10 Minuten meistens schon meinen ersten Gewinn gemacht habe. Ja, und wie gesagt, heute leicht unglücklich, aber es wäre wiederum in den ersten 10 Minuten möglich. Ja, aber als Daytrader, wie gesagt, das ist das, was ich mache, diese GBBs zum Beispiel und Tickcharts. Keine Zeit, weil Zeit ist immer so auf Zeit beschränkt. Und das hat mit viel Warten zu tun und egal was der Markt macht, man wartet immer, oder es ist von der Zeit abhängig, nicht vom Umsatz, wann sich eine neue Kerze bildet. Und das ist das, warum ich zum Beispiel den Tickchart bevorzuge, der den Umsatz kontrolliert. Ja, das heißt, wenn die Leute gerade aktiv sind, wenn das Geld in den Markt fließt, dann bewegt sich auch der Markt dementsprechend. Ohne dass ich extra eine Stunde warten muss oder sonst wie lange, bis sich eine neue Situation oder ja, eine klare Bewegung kristallisiert. Ich muss darauf nicht warten. Weil Umsatz ist da, es gibt direkt Bewegung, Trends, alles Mögliche. Ja, und jeder, der es beobachtet, der sieht auch, wie gut das eigentlich funktioniert. Denn man kann sehr gut erkennen, wenn der Druck nach unten ist, dann ist der Druck nach unten da. Ja, und nicht über 10 oder eine Stunde, 2, 3, 4 Stunden. Und es ist planbar. Vor allem das ist, was mir am meisten daran gefällt, das ist planbar, langfristig planbar. Nicht jeden einzelnen Tag ist planbar, man darf mich nicht falsch verstehen, nicht jeder andere Tag ist planbar. Ich kann nicht auf heute zum Beispiel garantieren, dass ich so viel und so viel Geld machen werde. Und ich kann auch nicht sagen morgen, aber ich kann sagen, dass es über eine Woche, über die nächste Woche und wiederum die nächste Woche sein kann. Und zwar, dass sie profitabel werden. Die BBs, das sind die Kugelchen hier, die du meinst, oder das sind die BBs, die ich so nenne. Die zeigen mir, ob der Kurs, was ich hier sehe, ob sie die Bewegung quasi bestätigen, einmal, heißt es, ob sie mit mir kommunizieren. Das heißt, wenn der Kurs so eine Bewegung hat und die BBs genau dieselbe Bewegung haben, das heißt, es ist eine Kommunikation vorherrschen und das ist tatsächlich ein klarer Abwärtstrend. Ja, wie zum Beispiel hier. Wir haben zwar hier ein neues Hoch, hier ein neues Hoch, hier kein neues Tief, kein neues Tief, kein neues Hoch, kein neues Hoch. Eigentlich hier wäre das so gesehen eine optimale Abwärtsbewegung, aber da gab es noch keinen klaren Trend. Ja, ist erst hier passiert. Und das ist für mich eine Kommunikation, wo es doppelt bestätigt ist. Okay, ich habe meine Trendannahme, Trendumschwung, Korrekturumschwung und wie gesagt, das, was ich alles privat mache, bestätigen die BBs nochmal dasselbe. Es gibt einmal, wo sie kommunizieren, quasi, wo sie identisch aussehen. Ja, dann gibt es einmal, wo es Abweichungen gibt. Das zum Beispiel, so wie hier. Es ist eine klare Abwärtsbewegung, aber wir haben hier eine Abweichung, weil diese Korrektur zum Beispiel im Markt ist tiefer als die vorherige. Aber die BBs sind höher als die vorherigen BBs. Ja, das ist für mich eine Abweichung. Das ist auch eine Art vom Signal, wo man das Einstieg planen kann, weil da weißt du, okay, da passiert gerade etwas, da ist Druck entstanden und das kann eine sehr große Bewegung sein. Oder wiederum, wenn es eine klare Abweichung ist, über mehrere Punkte, nicht nur an einem Punkt, dann heißt es einfach, der Trend ist aktuell so beständig, dass
ich nicht auf die Korrekturen und auf Trend Change wetten würde, weil sehr viel dafür spricht, oder quasi, dass die Indikatoren schon mehrmals den Trend Change eingeleitet haben, aber der Markt trotzdem die ganze Zeit nur in eine Richtung fällt. Das ist, wenn die BBs über längeren Zeitraum mit dem Kurs nicht mehr kommuniziert haben, also nicht dieselbe Sprache sprechen. Und das Timing kann man natürlich da auch planen. Ja, so wie gesagt, wenn man das als einen Fluss betrachtet, da wo es breit ist, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich der Kurs, zum Beispiel hier, ja, obwohl er hier angefangen runterzufallen, war es eigentlich offensichtlich, dass er nicht runterfallen wird, weil der Fluss noch zu breit war und die Überquerung auf die andere Uferseite noch viel zu lange dauern würde. Na, und da wo mein Einstieg war, das war genau diese, wo es richtig eng wurde, wo ich auch noch dieses, wie ich erzählt habe, mit dem Gummiband, na, dass der Druck eigentlich nach unten da war. Doch da hat sich ein bisschen, nicht in dem mein Einstieg entladen, sondern 1, 2, 3, 4, 5 Kerzen später, ja, hat sich der Druck entladen und entlädt sich immer noch in einer weiteren großen Abwärtsbewegung. Es sind wie gesagt viele Sachen, die man aber trotzdem im Auge behalten muss und man immer wieder achten kann, um seinen bestmöglichen Einstieg eigentlich oder das Timing bestmöglich zu treffen. Natürlich kann man es nicht 1:1, weil bestimmte Regeln sind da, aber man muss ja trotzdem die Entscheidung treffen, nicht zu spät einzusteigen, sondern zeitnah, wenn die Gelegenheit da ist. Und da kann es auch passieren, dass man tatsächlich unglücklich ausgestoppt wird und man muss es akzeptieren, weil wie gesagt, es gibt Tage, wo man diese Hunderter vergibt und das ist an der Börse ein Nehmen und Geben. Ja, das heißt, ich kann nicht 100% gewinnen, das heißt, ich muss auch einfach mal verlieren, an die Markt was abgeben, weil ich will auch später was bekommen. Und ich kann kein Geld gewinnen, wenn ich es nicht riskiere, ja, also wenn ich es nicht gebe. Mal in dem Moment, wo ich die Order eingegeben habe und ich eingestoppt bin, ja, ist das Geld nicht mehr meins. Weil die BBs, ne, es ist eigentlich meiner Meinung nach, kein Indikator kann man 1:1 einfach so übernehmen oder sich auf ihn verlassen, so 100%ig, ja. Darauf würde ich gar nicht so großen Augenmerk legen, weil das Allerwichtigste ist, dass man tatsächlich diesen Zusammenhang versteht, wie ein Trend funktioniert, was ist ein Trend, ja, das ist viel wichtiger und wie die Trends untereinander, also größere Einheit und die kleinere Einheit, wie sie miteinander quasi, wie man das kombinieren kann, um es profitabel anzuwenden. Das ist viel wichtiger als die BBs. BBs ist sowas wie eine Feinheit. Das heißt, wenn man das eine verstanden hat, ja, wie man den Trend erkennt, wie man den Trend immer wieder bestimmen kann und dann natürlich die Feinheiten, wie man einsteigt. Ja, dazu kommt das erste, ist etwas anderes. Ja, 56, deswegen habe ich auch geguckt hier, ne, wo ich so gemacht habe. Und immer so an die Spitze, das ist 58,3. Und der Kurs war bei 56, das heißt, er war 2,3 Punkte Unterschied. Ja, und ich habe hier nur ein Tick, das heißt nur ein Punkt ist mein Stop-Loss. Deswegen habe ich gewartet, ob ich besseren Einstieg kriege. Dann dachte ich, okay, er ist hier nach oben gegangen, dann nochmal Short. Ja, könnte vielleicht reichen. Aber dann ist genau das passiert, was ich sage. Ja. Ich musste sicher sein, dass ich ein Punkt in diesem Bereich bin. Na, dass ich vielleicht einen Tick drüber hätte, aber dann war die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich nicht eingestoppt wäre. Ne? Das heißt, hier wäre mein Einstieg sein müssen, damit ich noch, falls er so ausbricht, ja, kann es hoch erreicht. Ja. Ist nicht passiert, deswegen. Okay, und das ist das, was ich meinte. Wenn der Markt so hart wie so ein Gummiband, na, und dann, wenn er sich entlädt, kann es sehr lange dauern. Und das passiert hier gerade. Ja.
Wo ist mein bester Mann? Wo ist Giga heute? Giga, wir vermissen dich, falls du das Video später sehen wirst. Ja. Achso, übrigens, ja, das wollte ich auch nochmal erwähnen, und zwar mein gestriger Aufruf, dass alle, die sich fürs Daytrading interessieren und nicht wissen, wie sie anfangen sollen, ja, ihre Gedanken oder sonst was, wenn sie etwas wissen wollen. Und falls sie, ich habe ja gesagt, die können ihre Fragen hier im Live-Chat stellen oder in den Kommentaren, aber jetzt mache ich mal ein anderes Angebot, und zwar, Menschen wollen sie ja nicht öffentlich reden, das ist ja so, okay, kann ich auch verstehen, deswegen gibt es eine andere Möglichkeit, mich einmal per E-Mail zu kontaktieren. Zum Beispiel einfach eure Gedanken aufzuschreiben, wie ihr das vorstellt und was ihr braucht, eurer Meinung nach, um quasi den nächstmöglichen Level zu erreichen. Ja, und die Frage ist jetzt, wie kann ich euch zeigen? Ich guck mal so, ob es da so geht. Okay. Also ich bin mir nicht sicher. Oh, das kann man sehen, ja? Das wäre zum Beispiel eine E-Mail-Adresse, an die ihr mir schreiben könnt. Ja, dann werde ich, wie gesagt, könnt ihr mir auch schreiben, ob ich das Thema auch im Stream oder im Livestream ansprechen kann. Ich werde zwar euren Namen nicht erwähnen, falls ihr das nicht wollt, ja, aber dass wir das trotzdem, weil es muss ja einen Nutzen geben für alle, meiner Meinung nach, wenn ich streame, dass ihr bestimmte Themen ansprecht, dass ich über bestimmte Themen rede, weil es interessiert mich einerseits natürlich, aber es interessieren auch die meisten Zuschauer, denke ich mal, haben so oder so sehr ähnliche Startprobleme. Ja. Und da würde es schon sehr hilfreich, wenn man sich so gegenseitig hilft. Wie gesagt, victor@macdbb.de ist die E-Mail-Adresse, an die ihr euch eure Fragen stellen könnt. Oder Themen, ja, über die ich anschneiden kann, die euch interessieren. Ja, mal kurz angesprochen. Also, die Sache ist jetzt, wenn man den Chart beobachtet, ja, was ist jetzt, was wird der Markt machen? Sag mal so, mit Coachings verdiene ich noch kein Geld, nein. Das ist so gerade mal, das ist die Kostendeckungssache. Dazu bin ich als Verkäufer einfach ungeeignet, weil ich mein ganzes Wissen einfach so preisgebe. Ja, falls dir noch nicht aufgefallen ist. Ich denke zu kompliziert, um das zu verkaufen, und dann im Endeffekt, wie gesagt, gebe ich mein Wissen einfach so im Livestream weiter. Und ob das ja einerseits eine gute Strategie ist zu verkaufen, weiß ich nicht. Weil viele, im deutschsprachigen insbesondere, ja, sind viele ja angebliche Trader, können sehr gut ihre Kurse verkaufen, aber man hat von denen nie das Trading gesehen. Ich bewundere diese Menschen, ja, die Fähigkeit haben, etwas zu verkaufen und dass sie selber davon überzeugt sind. Ja. Ich kann nichts empfehlen, wofür ich selber nicht stehe. Ja, deswegen ist was anderes. Ja, ich war schon ein bisschen verwirrt. Was meinst du, womit? Warst du verwirrt? Nur wodurch? Siehst doch, oder nicht? Ja, ich war schon ein bisschen verwirrt. Jetzt bin ich verwirrt. Erklär mal. Was hat dich verwirrt, um mich zu verwirren? Weil das war ja, wie gesagt,
davor planen, wie ich schon am Anfang erzählt habe, ja, wieso ich angefangen habe mit dem Streamen, ist nicht, weil ich streamen wollte. Ja, oder schon gar nicht live streamen. Für mich war das einfach so ein Nutzeneffekt, dass ich beziehungsweise wenn ich trade, so um 15:30 Uhr, dass ich dann die Videos einfach so aufnehmen und zeigen kann. Ja, natürlich. Ja. Weil, guck mal, warum ich das so mache, weil ich weiß auch, die Sache ist ganz einfach, das, was du gerade angesprochen hast, ja. Früher hatte ich auch immer Angst davor, was ist, wenn ich zu viel preisgebe, was ist, wenn ich zu viel erzähle, was ist, wenn dies und jenes. Aber im Endeffekt, selbst wo ich die Coachings gemacht habe, ja, und ich habe Online-Coachings verkauft und ich habe auch diese 1:1 Coachings durchgeführt. Und ich kann nur eine Sache sagen, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich kann erzählen, was ich will, solange es kostenlos ist, ja, solange du das im Livestream siehst, hat es für dich aktuell gar keinen Wert. Weder hat meine Wort Macht, noch etwas anderes, weil du bist damit nicht verpflichtet, du bist keine Verpflichtung eingegangen. Das heißt, für dich ist einfach so eine Art Unterhaltung. Ja, ich kann das erzählen, ich kann das behaupten, es interessiert dich nicht, weil du fühlst dich emotional nicht dazu verpflichtet. Und deswegen, auch wenn ich hier bestimmte Sachen erzähle, wie gesagt, keiner wird es anwenden, keiner wird es ausprobieren, weil es kostenlos ist. Ja. Und das ist so, wie ich es dir gestern schon versucht habe, auch so zu erzählen. Das ist diese, wenn man selbstständig ist, ja, oder versucht selbstständig zu sein. Solange man diesen Antrag nicht stellt auf Unternehmensgründung, ist es quasi alles nur, ja, aha, ich werde es machen, aber man wird es nicht machen. Das ist so ein Hobbyunternehmer. Er probiert, aber er macht es nicht ernst, weil er noch nicht mal diese Gewerbeanmeldung hat. Aber solange du die Gewerbeanmeldung hinter dir hast, einfach nur das Papier unterschrieben hast, dann hat sich im Kopf was verändert, dass du es tatsächlich ernst meinst. Ja, das ist der Unterschied, dann weißt du auch automatisch, du kannst den Menschen langsam ernster nehmen, weil der hat tatsächlich was vor. Aber wenn die Leute nur erzählen, ich habe eine geile Idee, ich habe das und ich habe jenes und ich werde dies, aber er hat noch nicht mal den ersten Schritt gemacht. Dann weißt du, er ist ein Schnacker, er ist ein Hobby, er will sich gut fühlen, er will etwas, ja, einfach erzählen, damit er eine Unterhaltung hat, wie cool eigentlich ist, seinen Wert steigern, aber im Endeffekt ist es, ja, er wird es nicht machen. Und dasselbe ist es beim Trading. Ich kann es erzählen, selbst wenn ich 1:1 alles zeige, was ich im Coaching habe, ich weiß, es wird niemand anwenden und benutzen. Ja, weil wie gesagt, es wird dann für den Menschen spannend, wenn man dafür einen Preis bezahlt hat. Es ist nun mal so. Ne? Die Menschen ticken einfach so. Weil das ist auch zum Beispiel für einen Menschen, der merkt erst dann, was für ihn Wert hat, wenn er es nicht mehr hat. Ja. Weil das ist der Moment, wo man merkt eigentlich, dass man etwas gern hatte, aber da es ja immer da präsent war, hat es nicht geschätzt. Und erst wenn es weg ist, lernt der Mensch es zu schätzen. Und das ist genauso an der Börse oder egal was im Leben. Alles, was kostenlos ist oder was umsonst ist, hat keinen Wert. Außer natürlich Unterhaltungswert, zu zeigen, zu sehen, oh, man hat nur gehört, ja, aber es gibt Trader, die das Geld verdienen, ja, aber man kennt ja keinen. Ne? Das ist genauso wie Corona. Angeblich ist die Krankheit so heftig und so ansteckend, aber egal wie man fragt, entweder kennt man keinen, der Corona hat, und die Corona hatten, erzählen, ich habe nichts davon gemerkt, dass ich Corona hatte. Aber ich sehe nicht diese Kranken, die umfallen und ja, daran sterben einfach so. Wie das Bild in den Medien dargestellt wird. Ja, und dafür, dass wir so eine Pandemie haben, ist, wie gesagt, sehe ich keine Toten auf den Straßen. Ja, das meine ich so mit dieser Übertreibung, so, das ist... Okay, hier war die Maus nicht vorbereitet. Zum Klicken. Habe ich gemerkt, verpasst. Das ist noch nicht fertig.
Weil deswegen sage ich dir, das, was ich hier zeige, ja, oder erzähle über das Trading, meine Strategie, warum es für dich keine Bedeutung hat, weil du noch gar nicht weißt. Weil wenn du noch nicht angefangen hast mit Trading, wie ich sage, mit dem Demokonto, konsistentes Trading, CRV, weil du es nicht angewendet hast, weißt du ja noch gar nicht, was du überhaupt von dem Wissen, was ich hier alles preisgebe, für dich explizit brauchst, um den nächsten Schritt zu unternehmen. Und deswegen stelle ich auch bewusst die Frage, was wäre dein nächster Schritt, wenn du Daytrading betreiben möchtest? Und deswegen werden sich nur die angesprochen haben, die tatsächlich dabei sind. Die nicht nur zuschauen, sondern die wirklich was unternehmen wollen. Und das ist auch aus meiner Perspektive oder jetzt nicht nur aus Streaming-Bereich, sondern das, was mich auch interessiert. Menschen, die es tatsächlich wollen, nicht nur die es meinen, dass sie wollen, sondern die tatsächlich etwas unternehmen, sich damit beschäftigen und den nächsten Schritt erreichen wollen. Ja, das ist auch die Menschen zum Beispiel, mit denen ich auch Kontakt suche oder zu denen ich Kontakt suche, mit denen ich mich auch unterhalten möchte. Weil je länger man tradet, und das hat auch Giga zum Beispiel bestätigt, ja, die Börse an sich ist langweilig. Je länger man das macht und wenn man es verstanden hat, wie man es macht, ist es eigentlich, wenn man es professionell betreibt, nicht diesen Kick und dass man zu hohes Risiko eingeht, dass man so sich, ja, das Adrenalin braucht. Ich will ja erst die Kontinuität reinbekommen. Wo rein willst du Kontinuität reinbekommen? Wie willst du es machen? Wenn du noch nicht mal tradest, oder was ist die Kontinuität? Beim Zuschauen oder beim Traden? Ich glaube, du hast gestern erklärt oder erzählt, dass du noch nicht tradest. Na, wie gesagt, hier muss ich leider bedauern. Ich benutze ja Hotkeys zum Traden und ich hatte gerade einen anderen Bildschirm aktiviert gehabt. Deswegen ist der Einstieg hier verloren gegangen. Weil das ist genau dasselbe Muster, wo ich ausgestopft worden bin. Das ist genau 1 zu 1 dasselbe. Ja. Leider, ja. Wie gesagt, heute muss ich auch tatsächlich zugeben, ich bin müde, ich bin leicht erschöpft. Merke ich auch im Kopf, ein bisschen träge. Ja, und da kann passieren, dass zum Beispiel sowas hier auch passiert, dass man ein anderes Fenster aktiviert hat oder im Vordergrund war, dass man, ja, dass die Hotkeys quasi nicht gegriffen haben. Eineinhalb Wochen, nein, ich trade ja nebenbei im Demokonto seit 1,5 Wochen. Ja, aber die Sache ist, guck mal, du hast als Anfänger, sage ich mal so, du hast generell einer der größten Vorteile überhaupt, wenn du Anfänger bist, dass du keinen Müll in deinem Kopf hast. Das heißt, keine Pseudo-Wissenschaft, keine Pseudo-Trading-Strategien, keine die ganzen Bullshit, ja, woran die meisten, die länger erfahrenen Trader leiden, ist, weil sie irgendwann mal zu Beginn irgendwas von irgendeinem Guru beigebracht bekommen haben, dass es angeblich so ist oder wie die Börse funktioniert, und das haben sie dann unbewusst natürlich angenommen, weil sie ja keinen Vergleich hatten, und dann 5 Jahre, 10 Jahre später versuchen sie sich immer noch an der Börse, aber gewinnen kein Geld und fragen sich, warum sie kein Geld gewinnen. Weil sie immer noch das Wissen von damals benutzen, was schon damals nicht funktioniert hat, heute nicht funktioniert und morgens auch nicht funktionieren wird. Deswegen ist die Frage an dich, wenn du schon versuchst nachzutraden, an was orientierst du dich? Was ist deine Basis? Ja. Weil wenn du langfristig erfolgreich werden willst, was ist deine Basis? Wieso willst du jetzt die Energie dafür verschwenden für etwas oder aufwenden? Was ist dein Ziel? Na, weil das ist die allerwichtigste Frage, die man sich stellen muss. Was ist mein Ziel? Was will ich damit erreichen? Weil das ist die langfristige Motivation. Das ist auch die Motivation, wenn es mal nicht so gut läuft. Weil es muss ja so sein, dass man sich die Energie und die Zeit, Geld da reinlegt und investiert. Am Ende muss es sich herauszahlen. Aber so herauszahlen, dass es sich tatsächlich gelohnt hat, ja, den Schmerz auf sich zu nehmen. Und da versuchst du einfach nachzutraden oder traden und so einfach so zu sehen, oh, ich habe Gewinn gemacht, oh, ich habe Verlust gemacht.
Weil wie gesagt, das ist Zocken, das ist dieses... Guck dir mal den Film 21 an. Weil da erklärt Kevin Spacey genau diesen Unterschied. Was den Unterschied zur Professionalität und jedem naiven Hobbyanleger, sei es an der Börse, im Sport, egal im Leben, in welchem Bereich im Leben das ist. Jemand, der es ernst meint, wie er macht, hält sich 100% an den Plan und zieht es professionell durch. Aber wenn du anfängst zu zocken, das heißt, wenn deine Emotionen die Hand gewinnen, hast es vorbei, dann will keiner mit dir zusammenarbeiten, weil das führt nicht zum Erfolg. Ob du willst oder nicht, es ist einfach nicht möglich. Ja. Weil ich will dich auch nicht entmutigen oder wie auch immer, was du machst. Ich sage dir ja nur, du darfst deinen Vorteil, den du hast als Anfänger, nicht einfach so unbedacht aufgeben und stattdessen irgendwelche Spielereien, Verhaltensweise dir anzugewöhnen, weil du weißt, wenn du einmal keine Gewohnheiten hast und eine neue Gewohnheit zu installieren, geht es ganz einfach und schnell. Aber wenn du schon eine Gewohnheit hast, so wie Rauchen zum Beispiel, ja, wie schwer ist es oder welchen Aufwand muss man betreiben, um das Rauchen sich abzugewöhnen, um neue Gewohnheiten zu erlernen? Der Widerstand ist einfach unvergleichbar größer, als wenn du noch nie geraucht hast und einfach nie rauchen wirst. Ja. Aber wenn du einmal mit dem Verhalten angefangen hast, dann ist es eigentlich schon... Nein, ich versuche nicht nachzumachen. Ich habe mir ein Video, wo bisher nur die Aufwärts-Abwärts-Trends erklärt wurden, Korrekturen etc. Was heißt das? Orientierst du dich? Was heißt für dich Demo-Training? Ich frage dich mal so. Vielleicht haben wir uns damals verstanden. Was konkret, was ist deine Tätigkeit, wenn du sagst, ich mache gerade Traden oder ich trade gerade? Was ist deine Tätigkeit, korrekt? Konkret meine ich. Guck mal, du musst dich auch nicht angegriffen fühlen, ja? Du kannst ja machen, wie du willst. Es geht mir ja nicht darum, ob du es richtig machst oder schlecht machst oder falsch machst. Na, und das, was ich sowieso sage, ist nur meine Meinung. Ja, ich bin vielleicht manchmal so, klingt es einfach so, dass ich ohne Mitgefühl rede und dass man so rüberkommt, als ob du vielleicht das Gefühl hast, dass ich dich bewerte oder beurteile. Tue ich nicht, ich sage dir nur meine Meinung. Ja, dass du hast aktuell, wenn du ein Anfänger bist, einen sehr großen Vorteil gegenüber allen anderen Teilnehmern, die schon Jahre dabei sind. Ja, und das ist wie gesagt, dass du keinen Bullshit in deinem Kopf hast. Dass sich noch nichts da angesetzt hast und du kannst eigentlich frei
und relativ stressfrei einfach eine Sache erlernen, ohne dass du die anderen Muster, ja, oder andere Verhaltensweisen, die nicht so gut sind, dir das abgewöhnen musst. Und wenn ich sage, was heißt Trading, weil, wie gesagt, jeder verwendet es ein bisschen anders, insbesondere so unter den Anfängern sind die Begriffe einfach nur anders, zwar dasselbe gesagt, aber manchmal halt auch was anderes gemeint. Die Trends richtig zu verstehen und durch Trades zu bestätigen. Das heißt, du guckst dir den Live-Markt an und sagst, okay, das ist ein Abwärtstrend und dann, ob er sich bestätigt oder nicht. Richtig oder falsch? Oder gehst dann eine Position ein, hast dann so ein Demokonto mit Echtzeitdaten oder ohne? Nein, alles gut, würde mich angegriffen fühlen, wäre ich schon lange weg. Ja, aber ich meine ja so, weißt du, weil ich kenne das manchmal, dass ich so einfach so eine direkte Art habe oder so eine Art, die auf manche Leute verurteilend wirkt. Und das ist absolut nicht meine Absicht, weil ich stelle Fragen oder ich frage dich so, weil es mich interessiert, was wirklich deine Gedanke hinter dem Gedanken ist, um dich zu verstehen. Was denkst du gerade dabei und wie willst du dir das, was du gerade denkst, ob das meiner Meinung nach mit meiner Erfahrung, ob es einen Zusammenhang gibt, um das, was du vorhast, zu erreichen, oder ob es von Anfang an schon, weil ich schon erlebt habe, das zum Scheitern verurteilt ist. Ja. Ich benutze den MetaTrader 5 dafür. Na, habe ich mir schon gedacht bei diesem Trade, dass er... Obwohl, wenn er jetzt wieder runterfällt, dann, ich glaube, verkraftigt es heute wieder nicht mehr, weil das ist einfach zu viel dann. Oh Mann. Ja, es ist einfach nicht normal, ja. Ich will es einfach nicht mehr sehen, weil wenn sowas... Oh Gott, ich kann es nicht mehr sehen. Das... Oh Gott. Ja. Das ist zum Beispiel, was ich sage dir, Marc, ja. Das tut weh. Ja, guck mal, das sind eigentlich, ja, so wie wenn man so sieht, $400 heute gewesen oder 440, wie es gestern normalerweise war. Stattdessen habe ich 100 verloren, plus minus 0 gemacht. Ja, es sind immer noch minus $100 und nicht 440. Obwohl man jetzt zweimal an sich alles richtig gemacht hat, ja, und trotzdem hat man kein Geld verdient. Und das meine ich, an der Börse heißt es Gewinn oder Verlust. Heißt nicht, ob du alles richtig gemacht hast oder ob du etwas falsch gemacht hast. Sondern du kannst auch, wenn du alles richtig machst, trotzdem Geld verlieren. Und du kannst auch an der Börse, selbst wenn du alles falsch machst, trotzdem Geld gewinnen. Ich komme nicht klar darauf, wie gesagt, ich hasse es einfach ohne Ende. Weil das macht mich so übertrieben wütend. Ja, aber das ist einfach. Weil deswegen sage ich ja, und das ist ja, viele fühlen sich auch manchmal angegriffen. Das kann ich auch verstehen, weil man hat ja Zeit und Geld investiert und man wäre ja, der Mensch denkt ja immer, auch von sich immer, aus seiner Sicht, dass das, was er tut, das Bestmögliche für ihn ist. Selbst wenn es das Falsche ist, er weiß es einfach nur nicht besser, aber er geht trotzdem ja davon aus, dass er das Richtige tut. Und das ist einfach so, und wenn man es sagt, dass du gerade auf deinem Weg, dass es nicht richtig ist oder es gibt eine bessere Möglichkeit, dann kann es natürlich zum Konflikten gehen und das fühlt man sich auch angegriffen, weil dann sagt man ja auch so, aber ich trade schon seit 10 Jahren, was willst du mir eigentlich erklären? Ja, das ist ja genauso, weil man das ja aus der Schulzeit oder Berufszeit kennt.
wenn dann ein Anfänger jetzt ins Büro kommt und will dir erzählen, wie du deine Arbeit tun sollst, kommt ja auch so ein bisschen lächerlich rüber, ja. Wenn einer das schon 10 Jahre arbeitet, der kann das in- und auswendig mit geschlossenen Augen, kann er sich da alles durchforschen, durchmanagen. Ja, und nicht der Anfänger. Aber an der Börse ist es leider anders. Da zählt die ganze Jahreserfahrung nicht, wo du total versagt hast oder Geld verloren hast. Sondern da entscheidet sich einfach die Qualität deiner Arbeit, das Ergebnis. Verdienst du Geld damit? Und das spielt keine Rolle, ob du ein Jahr lang dabei bist oder 10 Jahre. Ja, wenn du in einem Jahr kein Geld verdienst, wirst du auch in den nächsten 10 Jahren kein Geld verdienen. Und wenn du jetzt keine 10 Jahre nicht mehr Geld verdient hast, umso schwerer wird es für dich, Geld zu verdienen. Weil dann hast du dir so viele Gewohnheiten schon angeeignet im Börse oder auf der Börse von anderen, wo immer man das Wissen herbezogen hat, dass es viel schwieriger ist, die Gewohnheiten wieder abzulegen, um sich neue Gewohnheiten anzulegen und anzueignen. Ja, es ist nun mal wie es ist. Aber deswegen sage ich auch, wenn man es jemand oder jemand, wenn sich einer hier angesprochen fühlt oder angegriffen von mir, wie gesagt, es ist nie meine Absicht, jemanden zu beleidigen oder zu sagen, dass er etwas falsch macht. Für mich einfach so, wenn ich etwas frage oder tiefere Fragen stelle, dann wie gesagt, ist es einfach nur mein tatsächliches Interesse dafür, weil meistens, wenn ich das eingehe, habe ich eine bestimmte Erfahrung schon dazu gehabt. Weil sonst ignoriere ich das oder überhöre ich das. Aber wenn etwas angesprochen wird, ja, und ich stelle plötzlich dazu Fragen oder mein Interesse ist da, das heißt, ich habe einen Bezug dazu, zu diesem Thema. Oder auch andere Menschen natürlich ja auch. Aber wenn man keinen Bezug hat, wie gesagt, geht es hier rein, da raus und es fliegt vorbei. Ne? Und deswegen, wie gesagt, ich bin auch so ein Typ, wenn ich etwas lernen will oder wenn ich etwas wissen will, wenn ich etwas haben will, dann spielt für mich keine Rolle sowas wie zum Beispiel, ob ich schüchtern bin oder ob ich mich nicht traue, ob ich Angst habe, ja, das ist mir dann alles scheißegal. Wenn ich etwas brauche, wenn ich etwas muss, ja, ich muss es einfach machen. Weil ich kann nicht nochmal wegen meinem Schamgefühl ein Jahr lang, 2 Jahre, 3 Jahre oder wie auch immer noch so Zeit verschwenden. Ja, und nicht vorankommen. Ist meiner Meinung nach, ne? Oder die Art, wie ich bin. Kann es auch nicht jeder so sein. Auch Gott sei Dank. Bin ein bisschen stur und einsinnig auch, ne? Ja, es ist heute ein gutes Wetter, oder wie kommt es, dass heute, oder dass heute der Stream so nur 3 Besucher hat? Ja, wie kommt's, was machen die anderen heute? Was gibt es heute? Um diese Uhrzeit, was besser ist als ein Livestream fürs Daytrading zu schauen. Übrigens, Marc, hast du schon mal was? Na klar hast du. Ne? Du bist ja 18, glaube ich, hast du erzählt. Kennst du garantiert Twitch? Ja, den Streaming-Dienst. Twitch. Bist du da aktiv? Magst du das Portal da? Würdest du auch sagen, da würde es, oder dieser Daytrading-Stream würde da reinpassen? Oder würdest du da gucken, würdest du ihn finden? Weil ich weiß jetzt nicht, weil ich bin davon immer ausgegangen, weil da Spiele gespielt werden oder wurden früher. Dachte ich ja, das sind wie gesagt für Spieler, für Kinder, für Jugendliche. Paul ist angekommen. Ja, Twitch kenne ich, ja. Also bist du da auch aktiv dabei? Guckst du da Streams? Ist es einfacher als YouTube oder ist es damit vergleichbar, deiner Meinung nach? Mega, du streamst, okay, ich schau es mir an.
Ja, es ist einfach eine Frage mal, ob das überhaupt, ob die Leute das kennen. Ja, verglichen mit YouTube, ja, YouTube kennt tatsächlich jeder. Twitch ist, glaube ich, ist nicht so berühmt. Außer den Jugendlichen natürlich oder ein bisschen neuere Generation, jüngere Generation, dann ist, glaube ich, eher YouTube wäre unbekannt statt Twitch. Hier, das ist zum Beispiel, was du heute mich gefragt hast mit BBs, was die machen. Siehst du, wie breit der Fluss hier ist? Das ist einfach unwahrscheinlich, dass die Korrektur jetzt weitergeht, sondern es ist eher wahrscheinlich, dass es nochmal nach oben geht, bevor es direkt absagt. Ich denke, auf Twitch trifft man mehr Leute, die wegen im Livestream da sind. Von daher denke ich, dass man da mehr Leute erreichen kann. Ja, hat mir auch ein Kollege auch erklärt. Weil YouTube ist eher so für Videos, die im Nachhinein erstellt worden sind, die professionell erklärt sind und alles, aber nicht eher so für den Livestream geeignet. Hat mir auch so erzählt. Und ich glaube tatsächlich, Twitch wäre etwas, wo man live streamt, wo auch die Leute da hinkommen, um genau mit den Leuten zu chatten, sich zu unterhalten, ne? So diese Chill-Atmosphäre zu haben quasi, ne? Dass man einfach so jemand zuschaut und mit dem sich unterhalten kann. Wie gesagt, ab nächster Woche, ich weiß nicht, ob ich das so hinkriege, so kurzfristig, hatte ich vor, tatsächlich YouTube und Twitch mal zusammen ausprobieren, weil ich denke mal, YouTube möchte ich jetzt nicht aufhören, ne, darauf zu streamen. Aber ich würde auch gerne den Twitch ausprobieren. Deswegen ich muss mal fragen, ob das beides irgendwie geht. Na, und sonst wäre ich, wie gesagt, hi, Crazy Fox. Ich grüße dich. Ja. Ein neues Gesicht. Ich freue mich. Wer hast du uns gefunden, wenn ich fragen darf? Oder sagen Sie, bist du gerade erst gekommen oder bist du schon länger im Underground-Modus aktiv und schaust dir zu und jetzt hast dich getraut, mal Hallo zu sagen? Oder bist du jetzt tatsächlich erst gekommen und deswegen direkt die Begrüßung? Finde ich übrigens sehr toll. Ja. Ich finde es sehr angenehm, wenn jemand im Livestream da ist, weil wie gesagt, ihr seht den Chat nicht. Nur das, was auf dem Bildschirm kommt. Und das kann ich auch nur sehen, das, was ihr seht. Deswegen, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer gerade aktuell da sind. Wie viele zuschauen oder was sie da auch machen, ja. Gleichzeitig, hast du schon mal gesehen? Ja, das würde mich interessieren, weil darauf hätte ich so auf jeden Fall, würde ich diesen Sprung mal probieren. The Crazy Fox, wir reden gerade, ich weiß, kennst du die Streaming-Plattform Twitch? Weil wir reden gerade darüber, wo es für einen Livestream besser wäre, auf YouTube weiterzumachen, weil ich habe mir gesagt lassen, dass auf YouTube Livestream nicht besonders geschätzt wird von YouTube, sondern eher so die Videos mit Keywords und alles, so gut erklärt, gute Quality, dass das mehr quasi die Leute anspricht, anstatt wie es beim Twitch zum Beispiel, da ist mehr auf Livestream und die Unterhaltung mit dem Zuschauer gezielt wird. Oh, ich habe 4 Zuschauer, ja Mann. Ich hoffe hier, dass ihr, die da gerade zuschaut, schon ein Like gelassen habt, ne, meinen Kanal abonniert habt und die Glocke aktiviert habt, ja. Von Marc gehe ich mal davon aus, dass mein bester Mann das schon erledigt hat. Für alle Neuen und ja, die vielleicht noch nicht so lange hier dabei sind. Hey Paul, wir haben auch über dich heute geredet. Wie geht's dir? Grüß dich. Wie war dein Einkauf? Ja, wie war dein Einkauf? Twitch ist besser, tatsächlich? Oh, wie gesagt, ich fühle mich echt, wenn ich so mit Leuten rede, fühle ich mich manchmal tatsächlich wie so ein Dinosaurier, weil
Ich krieg die Sachen einfach nicht mehr mit. Ich war mal jung, wo ich mal jung war, und da habe ich so mal die Sachen, alles was neu war, wusste ich davon, was angesagt war. Aber ich fühle mich so in den letzten Tagen oder Jahren mittlerweile total abgehängt. Ja, TikTok schaffe ich nicht mal zu installieren, weil es so kompliziert ist. Ich weiß nicht mal, wie ich ein Video mir aussuchen kann, damit ich es schauen kann. Instagram war ich, okay, da habe ich einen Tag lang probiert, da dachte ich auch, oh mein Gott, zu viele Knöpfe, die man drücken kann, zu viele Switch, Wipe, wupp, wupp, zu viel. Ja, und da habe ich mir gerade bei YouTube eingerichtet, und dann kommen Leute und sagen mir, ja, Alter, du musst auf Twitch wechseln. Dann dachte ich, okay, schau ich mir Twitch an. Das war doch irgendwas, wo die ganzen Leute Counter-Strike geschaut haben. Komm da hin, oh mein Gott, das sind 1000 Leute, die jetzt alles Mögliche schauen und spielen. Aber ja. Und tatsächlich, dass man da einen Daytrading Stream machen kann. Wie gesagt. Vielleicht ab nächster Woche, weil ich habe mich mit einem Kollegen jetzt verabredet, dass wir das am Wochenende gucken. Wie gesagt, dass YouTube und Twitch erstmal anläuft. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr auf beiden Sachen oder Seiten mich besucht. Du weißt nicht, wie man Geld bekommt im Live-Chat, das weiß ich auch nicht. Also, hier zahlt mich keiner. Ja, du schreibst, ich habe noch keinen Cent bekommen dafür. Oder du meinst, ach so, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das gab's ja bei diesen ganz großen Streamern. Sieht man da, zack, irgendjemand spendet 5 Euro oder zack, hier sind 5 Euro, 2 Euro, 10 Euro. Ja, meinst du diese Spenden, die da kommen? Die so aufblinken im Bildschirm plötzlich, dass irgendjemand Geld gespendet hat? Ja, wie gesagt. Ist noch ein, ja. Wie sagt man, das Geld kannst du nur dann bekommen, wenn es dir einer geben möchte. Ja, ich glaube nicht anders. Donations kann man einrichten. Ja, wie gesagt, schön, wenn man das alles weiß und dass man das sagen kann und man kann das machen und dies und das. Aber wie gesagt, ich fühle mich umso mehr, je mehr ich mit der neuen Materie in so eine Verbindung komme, wie ein Dinosaurier. Ja. Angeblich geht alles, aber Streaming-Plattform, ja, also für Streamer, so wie ich jetzt gerade mache, so live ein bestimmtes Thema ansprechen, ja. Nicht YouTube? Ich dachte, YouTube hat gar keine Konkurrenz, egal was mit Videos angeht. War meiner Meinung nach immer, weil Twitch ist so eine Sache, ne? Aber ich dachte, wenn du ein Video suchst oder so wie Google ja mittlerweile ja auch, wenn du eine Anleitung brauchst mit Video, dann gibt es eigentlich nur, ja, YouTube. Der Chat kommt bei dir immer viel später. Das ist selbstverständlich, weil ich ja gerade am Streamen bin. Und es gibt eine paar Sekunden Verzögerung. Ja, zwischen dem, was du schreibst und aktuell. Ich denke mal, ich bin so 3, 4, 5 Sekunden ja, verspätet. Oh Gott, hier kann man ja die Kerze gar nicht sehen. Ja, heute ist wie gesagt nicht mein Tag. Ich habe jetzt zweimal versucht zu traden. Aber zweimal. Hier ist ein Minus-Trade. Wo war das hier? Der erste Trade hier, ne, war ein 100er Minus. Direkt ausgestoppt, dann lief er direkt so wie ich es wollte. Hier habe ich das falsche Fenster aktiviert gehabt, weil ich trade ihn an durch Hotkeys. Na, und hier in diesem Bereich, wie gesagt, war das ein Plus-Minus-Null-Trade. Und eigentlich schon genau dasselbe wie davor. Er hat mich ausgestoppt und ging wieder in meine Richtung. Das habe ich auch schon mehrmals erzählt. An der Börse ist es nun mal so,
Selbst wenn man alles richtig macht, kann man nicht immer Geld gewinnen und selbst wenn man alles falsch macht, verliert man nicht immer Geld. So. Das ist hier. Ciao. Wie gesagt, ich würde noch mich freuen, falls noch ein richtiger Trade kommt. Ja, aber es ist schwierig, ne? Es ist ja heute den ganzen Tag immer so, er fängt an, dann quasi holt er sich sowas noch wie so ein Schwung oder kommt mal kurz zurück und dann gibt es immer den freien Fall, ne? Sei es hier, er fällt kurz, stupst sich an und dann gibt es Gas, genauso wie hier. Er korrigiert kurz, aber nein, er muss sich nochmal kurz abschütteln, bevor es weitergeht. Dasselbe Spiel wie hier. Er steigt, na, fällt nicht ganz, stößt sich ab und dann geht es wieder runter. Also immer die zweite Versuch. Na, hier ist es sogar so ähnlich. Hier ist das erste Mal, wo es anders war. Jetzt haben wir aber auch kurzfristig neues Hoch. Einen Moment, ich komme gleich. Sekunde. So. Dann haben wir was Neues. Okay, jetzt gucke ich mal noch ein bisschen auf den größeren Chart, weil das ist eine echt. Ich kann mich nicht aufhören zu ärgern, ja, egal wo es ist. Hier besonders, der zweite Trade, nein, perfekter geht's einfach nicht. Ja. Fangen wir mal einfach mal kurz. Hier ist jetzt der Trend ein bisschen klarer auch. Bevor wir jetzt zum Trend Change kommen, kurz. So, gab's. Wegdart, finde ich gut. Oh. Mir wird der Chat nicht mehr weiter angezeigt. Warum das denn? Test, eine Frage, ich glaube, bei mir ist der Chat eingefroren. Kann einer mal kurz Nachricht abschicken? Weil ich kann jetzt auch auf meine YouTube-Seite nicht mehr sehen, ob da was Neues kommt oder nicht. Weil ist der Chat vor einer Stunde irgendwie eingefroren. Nein, alles gut, okay. Das heißt, bei euch ist er nicht eingefroren, ne? Das ist nur bei mir, ich kann es nicht sehen. Deswegen, ich weiß nicht, wo ich kurz weg war, gab es da Fragen
Falls ja, müssen wir nochmal stellen. Weil wie gesagt, ich kann sie nicht sehen. Das ist jetzt natürlich die Frage, was macht der Markt jetzt in diesem Bereich? Ne? Kommen wir jetzt nun zum schon längst überfälligen Trend Change? Ja, also eine größere Korrektur auf einen größeren Markt oder tatsächlich eine Abwärtsbewegung? Ja, weil wir haben hier wie gesagt neues Hoch. Hier ist das letzte Tief, wurde kurz durchbrochen. Aber auf einer langfristigen Ebene, Tief hat er noch nicht durchbrochen. Und jetzt natürlich die Frage aller Fragen. Geht er durch? Ja, er ist durchgegangen. Aber das ist jetzt die Frage, ne? Was macht der Markt jetzt in diesem Bereich? Weil da kann ich auch nicht zu 100% sagen. Wir haben eine Abwärtsbewegung, da sind zwei der wichtigsten markanten Punkte auf der größeren Ansicht. Hier in diesem Bereich gab es jetzt mehrere Wechsel, also Richtungswechsel, das heißt, die sind alle ungültig. Oder diese Zeiteinheit ist gerade aktuell ungültig. Wir haben auch hier eine übertriebene Abweichung der BBs. Das heißt, der Trend ist eigentlich sehr stark. Ja. Achso, okay, das heißt 20, okay, wir haben neues Hoch. Somit ist der Trend Change eingeleitet worden. Ab jetzt geht's, ist für uns oder für mich, besser gesagt, das ist eine neue Bewegung. Ab jetzt werden die Trades nach oben gesucht. So, ich versuche mal schnell das Tagebuch zu machen. Und die Trades kurz ins Tagebuch einzutragen. Ganz schnell. Wie gesagt, vielleicht kriege ich noch eine Gelegenheit. Wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ja, aber wie ich schon erzählt habe, ne, selbst an einem Tag, so wie heute, wo man zweimal mit der Richtung, mit allem drumherum richtig gelegen hat und zweimal, einmal wurden wir direkt mit Minus ausgeschoben, beim zweiten Mal hatten wir unsere 13 Ticks erreicht und dann wurde der Stopp plus minus 0 verschoben. Ja, und dann quasi ausgestoppt. Und statt 440 Gewinn zu haben, hat man jetzt tatsächlich minus $100 minus. Und das wäre natürlich echt, ja, echt dreckig, wenn das so bleibt. Also ich wünschte mir natürlich, dass ich auf jeden Fall noch eine Möglichkeit bekomme. Und wir haben jetzt auch schon, ja. Ich trage mal kurz die Trades ein, damit wir sehen, wie sich der Ende oder wie der Monat geendet ist. Und ob ich mich natürlich für die Qualifikation, um die Positionsgröße zu verdoppeln, qualifiziert habe oder nicht. Und das sehen wir gleich in ein paar Minuten. Gib mir ein bisschen Zeit, kurz alles einzutragen. Gleich geht's los. Sekunde.
Ihr könnt auch wiederum Fragen stellen, ne? Ich bin gerade beim Eintragen. Das heißt, ich bin jetzt auf mein Tagebuch fixiert. Ja. Seid ein bisschen geduldig mit mir. Ja, selbst wenn ich nicht sofort beantworte, aber... Oh, 16, 13. Zwei, 17, 17, 34. Ausgestattet wurde ich 16, 14. Eine Minute später. Zu meinem Einstiegspreis. So. Warum nimmt er nicht an? Hier ist doch ein Rot. Okay. Oder zeigt hier nicht an. Sekunde. Okay, ich starte mal neu. So, Sekunde. Bin gleich soweit. So, das ist das Tagebuch. Ja, wir sind von 34,4 auf 32, also 2% sind die $100, die mit dem ersten Trade verloren gingen. Na, es gab insgesamt in dieser Woche, na, das ist dann Dienstag. Und heute wäre ein Verlusttag in dieser Woche. Na, die beiden Mittwoch, Donnerstag waren sehr gute Tage, da habe ich sehr viel gewonnen. Ja, und tatsächlich, und wenn ich auf den Monat gesehen habe, 50%. Na, hier ist 50%. Profitfaktor nur 1,32, ist ein bisschen wenig. Und na, ja, die Woche ist auf jeden Fall Trading Sessions, 15.2. neue Session, 22. Weekly, kann man hier auch angucken. Da ist der Gewinn, was man sehen kann in der Woche. Man kann das hier kurz sehen. Ja, das ist der Wochengewinn.
$670. 10%. Letzte Woche 430. Letzte Woche 380. Ja, und die erste Januarwoche, Februarwoche meine ich. 730 war schon. Da war aber auch natürlich, dass ich, was ich erzählt habe, Positionsgröße. Aber sonst Wochengewinn 340, und das war übrigens der allererste Drawdown. Das war der hier mit 1400. Übrigens auch nur in einer Woche, weil da habe ich auch die Positionsgröße verdoppelt. Und dann ist direkt das Konto, ja, Drawdown kann man nichts machen. Das zweite war hier, 700. Ja, und aktuell. Das heißt, nächstes Monat geht es weiter wie bis jetzt. Also da gibt es keine Positionerhöhung. Wie gesagt, habe mich noch nicht qualifiziert in diesem Monat. Weil ich will auch nicht mehr riskieren, oder was heißt, riskieren würde ich ja schon, aber ich möchte es einfach nicht, dass ich in diesem Projekt auf etwas draufzahle. Ich will, dass sich das finanziert von alleine, und deswegen will ich nicht, dass das Konto einfach mal runtergeht oder sogar noch ins Minusbereich. Ja. Weil jetzt eigentlich darum, das Konto aufzubauen, vielleicht mehr Profit. Und wenn sich die Positionsgröße vergrößert, und das kann wie gesagt nächsten Monat wird es natürlich so sein, dass wir versuchen werden, das Konto zu verdoppeln und in den näheren Bereich zu kommen. Und sollte es klappen, sollte ich weiter konsistent sein, also Woche für Woche Gewinn machen, wird es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit so der Fall sein, dass wir im nächsten Monat möglicherweise das Konto verdoppeln können. Und natürlich sollten wir es weiter umgehen. Wie gesagt, kann ich nur allen dabei empfehlen, weiterzuschauen, am Stream dran zu bleiben, an dem Projekt, was ich hier gerade mache, weil dann wird sich herausstellen, wenn es die Positionsgröße und alles drumherum dazu kommt, ja, dass man sich dann bestätigt, warum ich das mache, was ich aktuell mache im Daytrading, warum ich das als Business bezeichne, weil man fängt, oder das Ziel ist es ja von sehr wenig Kapitaleinsatz. In meinem Beispiel sind es $5000, womit ich angefangen habe, zu zeigen, wie du systematisch mit wenig Risiko, wenig Eigenkapital, langfristig stabil Einkommensquelle schaffst, oder nicht nur Einkommensquelle, sondern als Business. Ja, das ist ja, wenn du ein Unternehmen machst oder gründest, je nachdem welcher Branche du bist, du willst ja damit Geld verdienen, und du weißt ja im ersten Jahr, weil du ja so viel Einsatzkapital hast, dauert es ja meistens ein paar Jahre, bis du das Geld wieder rumrast und wo du dann die nächsten Gewinne als dein Gewinn reinkommt. Und dasselbe ist beim Börse, ja, um den Zinseszinseffekt zu erhöhen. Sollte man, wenn man anfängt mit Daytrading, vielleicht im ersten Jahr noch nicht daran denken, das Geld auszahlen. Jetzt vielleicht möglicherweise am Ende des Jahres. Aber im ersten Jahr sollte es das Ziel sein, oder generell das Geld nur zum Ende des Jahres auszahlen und nicht während des Jahres, also darf man so planen. Weil der Zinseszinseffekt ist das, ja, wie Albert Einstein sagt, das 8. Weltwunder. Und wenn man es versteht, es für sich nutzen zu lassen, dann profitiert man davon. Wenn man es nicht versteht, bezahlt man nur die Zinsen, ja. Und das ist quasi das große Geheimnis. Was jetzt offen angesprochen wurde. Ja. Darf man fragen, wie viel Kapital du auf deinem Hauptaccount hast, also wie viel hast du damit erwirtschaftet? Musst du nicht beantworten. Vom Hauptkapitalkonto, ja, das darfst du nicht vergessen. Ich war verheiratet, jetzt nicht mehr. Somit auch das Geld durch 2 geteilt. Ja. Das finanziert übrigens mein Leben. Es ist auch so aktuell, so wie ich sage, dass mein Daytrading ist aktuell ein bisschen neuer, was ich mache, aber wie gesagt, das sind auch so die Sachen, was mein Leben finanziert, im Großen und Ganzen. Das ist nicht so, wie man sich das vorstellt, dass man einen Tag, oder dass ich mir jeden Monat einen bestimmten Batzen Geld auszahlen lassen kann, sondern wie gesagt,
das, was ich im Jahr erwirtschafte, mit einem Teil des Geldes muss ich dazu gucken, wie ich klarkomme. Ja, und mit einem anderen Geld oder Teil des Geldes arbeite ich natürlich. Und man darf nicht unterschätzen, das habe ich gemacht, auch damals mit den 1000%, die Steuern in Deutschland. Also wo das Finanzamt kam zu mir, ja. Das war, und mit der Steuerforderung, die ich zahlen musste damals, das war nicht wenig. Ja, insbesondere wenn es um so viel Geld ging und geht, soll man sich auch darauf befasst sein, ja, dass nicht dein ganzes Geld ausgeben, sondern es gibt auch das Finanzamt. Und der ist nicht bescheiden, ja, sage ich nur mal so nebenbei. Aber das Konto, na, ich kann sagen, es ist nicht groß. Es ist, sage ich mal, ungefähr so ein Mittelklassewagen. Neuer Mittelklassewagen. In dem Bereich. Ne, das ist einfach, ne, weil, wie gesagt, das ist ja auch der Sprung, warum ich das gerade erzähle und Daytrading. Falls ihr das andere Videos gesehen habt, ne, ich erzähle ja häufiger über die Swing-Strategie nach COT-Daten. 2016, 2017, 2018, das waren alles super Trends und man könnte da sehr viel Geld verdienen. 2019 gab es immer so Ausbruch nach oben, Ausbruch nach unten, Ausbruch nach oben, Ausbruch nach unten. Da gab es so gut wie keinen Einstieg und wenn man da eingestiegen ist, wurde man häufig, ja, hat man nur Lehrgeld bezahlt. Ja, das war sehr, wie gesagt, ein kleiner Profit, um die 40%, 2019 am Ende noch. Ja. Letztes Jahr, da hatte ich nur 22 Trades. Es war ein größerer Profit, aber trotzdem nur 22 Trades. Und das war von der Summe des Geldes, ja, ist nicht viel. Zwar kam es fast 100% oder im 100%igen Bereich am Profit, aber trotzdem als Summe, wenn man Steuern bezahlt, wenn man alles bezahlt, es ist knapp. Deswegen, wenn man davon denkt, ja, dass man vom Trading direkt durchstarten kann, heute, morgen und schon in diesem Jahr, dass du so viel Geld verdient, dass du davon leben kannst, ist unnatürlich, wenn man nicht genug Geld hat. Ne? Also wenn man kein großes Startkapital besitzt, das ist schwierig, weil da wird man, selbst wenn man ein guter Trader ist, dauert es Jahre, um wie gesagt diesen Zinseszinseffekt für sich nutzen zu können und zu planen und daher wie gesagt dieses Daytrading-Projekt. Weil ich will nicht, so wie diese COT-Daten, was ich sage, über ein Jahr, wo es gut lief, hatte ich um die 60 Trades, im letzten Jahr hatte ich jetzt 22 Trades. Ja, war zwar höhere Profitspanne, aber ja, es ist trotzdem nicht kontrollierbar, ich kann es nicht, wie ich schon erzählt habe, wie im Daytrading, dass ich jeden Tag, wenn ich trade, habe ich jeden Tag mehrere Gelegenheiten, wo ich mein Tagesziel erreichen kann. Ja, wo ich es Tag für Tag aufbauen kann und hier geht es nur um die Konsistenz. Ja, da habe ich einfach nicht. Da habe ich nicht die Gelegenheiten, obwohl ich viel mehr Märkte trade. Ja, alle Rohstoffe, ich glaube, das sind mit Währungen, das sind knapp 40 Märkte, die ich analysiere. Es ist zwar eine gute Tätigkeit, ja, weil man so neben dem Beruf und als, ja, einfach nur, wenn man es neben dem Beruf, wenn man ein gutes Einkommen hat, wenn man mit dem Arbeit zufrieden ist und das Trading einfach nur als, ja, so eine Altersvorsorge sieht, dann ist es eine übertriebene Altersvorsorge, weil das ist überdurchschnittlich gut. Es ist auch einfach zu erlernen, das ist auch für leicht anzuwenden, wie ich finde. Ja, da braucht man auch nicht den emotionalen Stress, weil wie gesagt 22 Trades in einem Jahr, das schafft man auch 60 Trades, das ist durchschnittlich gesehen zwar ein Trade pro Woche, aber es kommt vor, dass man 2, 3, 4, 5, 6 Wochen gar nicht tradet und dann 3, 4, 5, 6 Trades innerhalb von 2, 3 Wochen abfeuert. Ja. Also wenn sich selbst die Zahlen so ungefähr sind in dem Bereich. Aber wie gesagt, Finanzamt und das Steuern generell in Deutschland sind, wenn man sich damit nicht auskennt, soll man vorsichtig sein. Ja? Besonders wenn man Gewinne macht und wenn man steuerpflichtig wird. Es ist nicht wenig. Wir haben 16:56 Uhr. Tatsächlich jetzt. Ja.
am Ende des Streams angekommen. Ja, wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, was ich davor gesagt habe. Die Gelegenheiten waren da, aber leider nicht so, wie ich sie gerne haben möchte. Ja, mit Vorwarnung oder dass hier auf der kleinen Ebene wenigstens ein Abwärtstrend sich abzeichnet. Ja. Weil selbst wenn es losgeht, wie gesagt, hat er diesen Schwung geholt, das hat mich einmal und zweimal sogar mein Geld gekostet. Weil, ja, selbst wenn man hier eingestiegen wäre, wie gesagt, wäre man hier wiederum ausgestoppt. Und egal wie ich die anwende, zwar von der Richtung her, klar, sehe ich das, dass alles nach unten gegangen ist, ja, aber dass ich hier tatsächlich Geld verdient hätte, habe ich nicht, hätte ich auch nicht, ja, weil die Richtung zu wissen, wenn der Markt geht, ist das eine. Das passende Timing für sich zu finden oder klare Regeln dafür zu definieren, ist das andere. Und wie gesagt, die Regeln sind nun mal so, wo ich das verdeutlicht das am besten. Jeden Einstieg, den ich getätigt hätte, ich würde immer ausgestoppt. Also ich hätte plus minus null im besten Fall nichts verdient. Ja, und im schlechtesten Fall hätte ich natürlich Geld verloren, so wie beim ersten Trade. Ja. Aber war mal wieder ein schön entspannter Stream. Ja, soll es auch sein. Es ist ja kein Stress, weil, wie gesagt, der Fokus, ja, im Trading-Bereich ist dann immer auf Konsistenz. Und Konsistenz passiert nur dann, wenn es unterbewusst wird. Das ist dann nächste Woche auf Twitch. Es wird auf jeden Fall auf YouTube sein. Und ob es auf Twitch kommt, ob ich das hinkriege, dass beides funktioniert, ja, dann vielleicht auch sogar auf Twitch. Aber es wird auf jeden Fall auf YouTube sein. Dann werde ich auch falls ein Kanal entsteht, den Link dazu geben und alles. Mach dir keine Sorgen, es ist wie gewohnt. Auf YouTube findest du erstmal. Und dann, wie du willst, je nachdem, wo bessere Qualität ist, Zwinker, Zwinker. Kannst dich dann frei entscheiden, wo du es gucken möchtest, wenn es tatsächlich funktioniert. Wie gesagt, danke nochmal allen fürs Zuschauen. Danke dir, Marc, für deinen aktiven Chat heute. Heute warst du der Star der Szene. Eine richtige Bekanntschaft oder Bekanntheit. Ja, hast du heute erlangt. Ja, nur ich hoffe, dass du bald auf Twitch bist. Ja, danke dir. Danke, Paul, dir auch. Schönes Wochenende. Euch allen schönes Wochenende. Ja, danke, wie gesagt, dass ihr da wart. Ich hoffe, wie gesagt, Daumen hoch, abonniert, aktiviert. Redet mit euren Freunden und Bekannten natürlich. Empfehlt mich überall. Wenn ihr richtige Freakos seid und natürlich ihr wisst, wie das geht, wie man die Social Media Kanäle nutzt. Schiebt mal meine Links, meinen Namen einfach mal runter. Ab und zu. Insider-Werbung, ja. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann nächste Woche, möglicherweise sogar auf Twitch. Kurzen Überblick, wann meine Arbeitszeiten sind. Ja, zeige ich euch kurz. So. Ich würde sagen, bis dann. Bye bye.